Es gibt Outdoor-Marken, bei denen ich über die Jahre fast nie enttäuscht wurde. Und damit meine ich nicht Marken, die einfach nur ein gutes Image haben oder besonders oft in irgendwelchen Outdoor-Shops auftauchen. Ich meine wirklich Marken, bei denen ich auf Tour immer wieder gemerkt habe, da hat wirklich jemand mitgedacht und sich Gedanken gemacht. Bei manchen Herstellern habe ich deswegen ein wirklich gutes Vertrauen aufgebaut. Und nicht, weil jedes einzelne Produkt vielleicht immer automatisch perfekt ist, sondern weil ich immer wieder sehe, wie viel Detailarbeit, Materialverständnis oder echte Praxiserfahrung in der Ausrüstung steckt. Das sind Marken, bei denen ich neue Produkte nicht einfach komplett blind natürlich kaufe, aber deutlich entspannter und gerne, ja, weil ich aus der Erfahrung einfach weiß, die Chance ist hoch, dass Qualität dahinter steckt und die Sachen nicht nur auf dem Datenblatt gut aussehen, sondern draußen wirklich funktionieren. In diesem Video zeige ich euch deshalb 10 Outdoor-Marken, die für mich ihr Geld wirklich wert sind. Und damit es nicht abstrakt bleibt, geht es nicht nur um die Namen der Marken, sondern auch um konkrete Produkte, die ich selbst nutze, wieder kaufen würde und bei denen ich finde, genau daran sieht man zum Beispiel, warum diese Marken auch herausstechen. Wichtig ist aber auch, dass es natürlich kein objektives Ranking der besten Marken der Welt ist. Es ist meine persönliche Liste jetzt aus vielen Jahren Ultraleicht-Trekking, vielen Touren, auch vielen Fehlkäufen natürlich und sehr viel Ausrüstung, die ich getestet, benutzt oder wieder aussortiert habe. Anfangen möchte ich mal mit Outdoor Research. Und Outdoor Research kommt original aus Seattle und wurde von Ron Gregg gegründet, einem Physiker und Abenteurer. Und die Marke entstand aus einer Erfahrung am Denali, bei der Ausrüstung versagte und daraus der Anspruch entstand, wirklich funktionale Outdoor-Produkte für reale Bedingungen zu entwickeln. Ich habe Outdoor Research relativ spät entdeckt und habe es letztens in meinem Kleidungsvideo auch schon vorgestellt. Ich trage gerade einen Base Layer aus dem Outdoor Research Eco-Stoff. Und das ist für mich der optimale Stoff wirklich für einen Base Layer. Es ist ein synthetisches Material, was wirklich gerade für Sommertouren super geeignet ist. Es ist super leicht und bisher so das kühlste und angenehmste, was ich bei heißen Touren kenne. Ich habe es jetzt in weiß, in schwarz, mit kurzen Armen, langen Armen und sogar als Sun-Hoodie-Variante. Denn auch neue Generationen haben dann wirklich auch einen Sonnenschutz von 50 integriert und das eignet sich dann für wirklich lange Touren bei viel Sonne, wenn man vielleicht auch ein bisschen Sonnencreme sparen möchte. Und nicht nur Kleidung kann Outdoor Research gut, sondern zum Beispiel auch Biwaksäcke. Ich habe letztes Jahr mir den Outdoor Research Helium Ultraleicht Biwaksack zugelegt und war damit auch sehr zufrieden. Mittlerweile gab es aber sowohl von dem klassischen Helium als auch von dem Alpine Bivi noch eine neuere Version. Das sind aktuell die besten Biwaksäcke, die ich so fürs leichte Wandern eigentlich kenne. Teste jetzt auch nächste Woche den Alpine Bivi hier ja auf dem Forststeig und da hat man jetzt noch ein bisschen größer das Volumen geschnitten, die Membran, das Material ist ein bisschen besser. Wir haben erstmalig auch eine, ich nenne es mal Zwangsbelüftung, wo man wirklich im Notfall auch nicht erstickt, wenn man den Biwaksack mal aus Versehen zumachen sollte. Und da fühle ich mich zum ersten Mal in dem Biwaksack wirklich sehr, sehr wohl. Man sieht da, wie durchdacht und gut verarbeitet auch die ganzen Nähte zum Beispiel sind, die Funktionen, die da sind. Freue mich darauf, sind 500 Gramm ungefähr bei beiden Modellen mittlerweile. Der Helium ist ein bisschen kleiner, hat einen Fronteingang. Der Alpine Bivi kann von der Seite wirklich begangen werden. Und da bin ich durchweg von allen Produkten immer wieder begeistert. Habe zum Beispiel auch einen Buff, also Multifunktionstuch aus dem Eco-Stoff, die Uber-Tube und den, ja, der wiegt glaube ich 20 Gramm, den habe ich immer dabei als leichte Kopfbedeckung, Mütze, im Zelt nachts vielleicht auch mal als Schlafmaske. Und ja, in Deutschland kann man das zum Beispiel auch bei Outdoor Works bestellen, obwohl es wirklich eine amerikanische Marke ist, gibt es einen deutschen Händler, der das auch zuverlässig wirklich anbietet. Als nächstes haben wir Hyberg. Und Hyberg ist eine Ultraleichtmarke aus Estland, konzentriert sich auf Trekking-Ausrüstung wie Rucksäcke, Tarps, Zelte, Quilts und noch diverses Zubehör. Die Marke bewegt sich hier klar im Bereich leichter, minimalistischer Ausrüstung, auf jeden Fall für lange Touren, also auch Pferdwanderungen. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, ich habe sehr viele Rucksäcke schon getestet und habe jetzt wirklich auf meiner 30-Tage-Tour das neueste Modell auch von Hyberg getestet, den großen Trekking-Rucksack, das ist der Attila. Und Hyberg war wirklich einer der ersten Hersteller, die auf das neue Material Alula Graphite gesetzt haben. Ich hatte vorher auch den Bandit getestet, die kleinere Variante. Der reicht mir auch. Mittlerweile nehme ich den lieber für Tagestouren. Aber ich war so begeistert, jetzt auf dieser langen Tour diesen Attila dabei zu haben mit integrierten Schultergurttaschen, Hüftgurttaschen, die Verarbeitung stimmt, der ist super leicht und vor allem, wenn man sich auf dem Markt mal andere Hersteller anguckt, dann ist man bei Hyberg auch vom Preis immer wirklich sehr, sehr, sehr fair und zahlt ja teilweise 100, 200 Euro noch weniger als bei anderen Herstellern. Und nicht nur Rucksäcke habe ich von Hyberg getestet, ich habe schon Quilts getestet, auch Sebastian, mit dem ich auf Tour war, hat immer ein Hyberg Quilt dabei und zum Beispiel, was ich auch gerne im Winter trage, sind diese Apex Booties. Und Hyberg ist einfach ein Shop, der sehr, ich sag mal, zugänglich ist, gerade auch aus Deutschland und wirklich diese High-End Ultraleicht-Ausrüstung, wie ich finde, in bester Qualität fertigt und ja, das auch
sehr zugänglich und vom Preis her sehr, sehr fair macht. Also bis jetzt habe ich da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, bin auch immer gespannt, wenn da eine Neuigkeit kommt, was da als neuestes Produkt zur Verfügung steht. Ich weiß, Tabs gibt es auch und so kleine DCF-Taschen zum Beispiel. Und da kaufe ich sehr, sehr gerne ein und bin nach wie vor, wie gesagt, mit dem Rucksack super zufrieden und werde den auch auf meinen nächsten Touren in diesem gesamten Jahr weiterverwenden. Ja, die dritte Marke ist, glaube ich, ein bisschen unbekannter und ich weiß, mit der Meinung bin ich auf jeden Fall nicht alleine, dass es eine der besten Ultraleicht-Marken auf jeden Fall ist, wo die Qualität wirklich und die Innovation immer stimmen. Und das ist Rap. Ich habe es früher RAB genannt, aber Rap kommt aus Sheffield in England und wurde 81 von Rap Carrington gegründet, daher der Name. Und angefangen die Marke mit Schlafsäcken und heute ist Rap vor allem ja für Bergsportkleidung, Isolation, Schlafsäcke und bei mir vor allem für Wetterschutz bekannt. Ich weiß, Rap hat noch ganz viele andere Produkte, zum Beispiel auch sehr gute Isomatten, die ich selber nicht getestet habe, aber ich bin bei Rap absolut bei der Phantom-Serie hängen geblieben und halte das nach wie vor für die aktuell beste Regenkleidung, die man kaufen kann. Ich habe die Rap Phantom Pants wirklich jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren immer auf Tour im Einsatz. Eine der leichtesten Regenhosen, unter 80 Gramm. Die hat ja einen Stoff, der ist nicht ganz robust auf jeden Fall, aber noch viel robuster als andere Regenhosen in dieser Gewichtsklasse. Komplett wasserdicht, top verarbeitet. Der Schnitt gefällt mir auch sehr gut. Das ist eine Hose, die ich auch mal an einem Pausentag irgendwie anziehe, wenn ich mal ins Restaurant oder so gehe. Und vor allem bei Regenjacken, da hat sich Rap auch sehr gemacht. Es gibt leider dieses Modell, was ich aktuell hier gerne trage, die Phantom Jacket aus demselben Material wie die Regenhose, nicht mehr zu kaufen. Ich habe noch eins der letzten Modelle hier sogar, ich glaube, die Damenvariante aus Pertex Shield mir letztens zugelegt. Die ist sehr filigran, gerade wenn der Rucksack auch drauf sitzt. Also es ist eher was, ich sag mal, für ja, Läufe, wo man eben keinen Rucksack drauf hat. Aber ich finde, für leichtes Gepäck geht es immer noch. Mittlerweile gibt es auch eine neue Jacke. Die ist aber leider ein bisschen schwerer, trotzdem im Vergleich, ich sag mal, zu klassischen Regenjacken immer noch leicht. Und ja, bei Rap bin ich auch immer gespannt, wenn es dann nochmal ein Update vielleicht von der Regenhose gibt oder auch von regendichten Handschuhen zum Beispiel. Deswegen für mich passt es da, was so die Isolationskleidung und Regenkleidung angeht, bei Rap immer am meisten. Und auf jeden Fall eine sehr klare Empfehlung, wenn ihr da vielleicht noch ja, was Neues braucht. Ich versuche diesem Kanal gerade übrigens jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren oder hilfreiches Outdoor-Wissen für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, willst du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, ja, sodass ich in Zukunft auch noch weitere spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Wie könnte ich so ein Video über Magen ohne Thermarest machen? Thermarest kommt auch aus den USA, wurde Anfang der 1970er Jahre in Seattle bekannt und die Marke entwickelte ja die ersten selbst aufblasbaren Isomatten und ist bis heute stark im Schlafsystem für Camping, Trekking oder Bergsport verbunden. Und Thermarest ist für mich wirklich einer der großen Innovatoren und immer noch der Anführer, was das Thema Isomatten angeht. Natürlich gibt es ja auch andere Produkte, aber gerade bei Isomatten setze ich eigentlich nach wie vor immer auf Thermarest. Und da haben wir wirklich mit der Neo Air X Lite nach wie vor, finde ich, den besten Kompromiss wirklich aus Gewicht, Isolation und Komfort. Und immer wenn andere Hersteller versuchen, wirklich in den Markt reinzugehen, und das machen zum Beispiel Expat und andere Hersteller wirklich auch sehr gut, kommt Thermarest dann in der nächsten Generation, im nächsten Jahr wirklich mit noch einem besseren Produkt. Zuletzt wirklich jetzt vor 2 Jahren mit dieser NXT-Serie. Und da haben wir nicht nur die Thermarest NXT X Lite, sondern auch die X-Therm, wirklich die Wintervariante, die nur unwesentlich schwerer ist, etwa 80 Gramm, dafür aber einen deutlich höheren R-Wert hat, womit man auch wirklich bei minus 20 Grad zum Beispiel ja, eine bedeutend größere Wärmeleistung hat und das merke ich auch auf jeder Tour. Und jetzt zuletzt noch mit der Neoloft, ich schwärme da sehr häufig von, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel ich war in Holland beim Camping, dann nehme ich einfach die Neoloft mit, weil sie für mich immer noch bequemer ist, obwohl sie in dem Sinne eine Ultraleichtmatte für 800, 900 Gramm ist, als so klassische Campingmatten. Das liegt einerseits wirklich an der relativ starren Form, die sie links und rechts hat, ein tolles Liegegefühl, eine gute Oberfläche. Also wirklich für alle, die da mehr Komfort auf Touren haben wollen, ist die Neoloft wirklich gut. Nachteil ist, die Matten sind wirklich sehr teuer geworden. 200 € im Schnitt zahlt man teilweise maximal für diese Matten. Aber das Gute ist, Thermarest hat eine lebenslange Garantie, von der ich, glaube ich, schon 3-mal selbst Gebrauch gemacht habe. Und da war es nie ein Problem. Es gibt auch wirklich in Deutschland eine Adresse, wo man dann die Isomatten hinschickt, die dann vielleicht kaputt ist, die ein Loch hat. Und dann ja, entscheidet Thermarest selber, kann man die noch reparieren? Dann bekommt man es vielleicht geflickt zurück. Es wird auch getestet oder man bekommt wirklich ein neues Modell und dann häufig
auch eins der neuesten Generationen. Und das mit der lebenslangen Garantie, das ist gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht kennt ihr auch Nemo, die Marke, oder Nemo machen auch Isomatten und Zelte. Und da wurde zuletzt wirklich eine lebenslange Garantie beworben. Aber es hat sich herausgestellt, in Europa und in UK ist es dann doch nur 2 Jahre. Deswegen, ja, auch wenn vielleicht bei manchen mal die Haltbarkeit aus Erfahrung mit den früheren Modellen vor der NX-Serie nicht so gut war, Thermarest ist da wirklich sehr gnädig, was dieses Versprechen lebenslanger Garantie angeht. Und da bin ich mir sicher, wird es im nächsten Jahr auch wieder eine neue Generation von geben. Ja, als 5. vielleicht eine der nischigsten Marken hier von der gesamten Liste und vielleicht gar nicht allen so bekannt, aber das ist Evernue. Und Evernue kommt man aus Japan und wurde bereits, das wusste ich auch nicht, 1924 gegründet. Im Outdoor-Bereich ist die Marke vor allem für sehr leichte Kochsysteme, Titangeschirr und minimalistische Ausrüstung bekannt. Und daher kenne ich sie auch. Als ich angefangen habe, wirklich mit dem Ultraleicht-Trekking, habe ich mich natürlich Titankocher oder Titantöpfe vor allem geholt. Und da kommt man natürlich auf übliche Marken wie Toaks oder Lixada, die dann teilweise auch ein gutes Gewicht haben und überschaubar teuer sind. Aber Evernue sticht da für mich immer raus. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber anscheinend wird da eine andere Titanlegierung verwendet, die noch ein bisschen dünner ist von der Außenwand und vor allem leichter ist. Und ich finde auch die Vielfalt und Größen da sehr, sehr spannend. Ich hatte zum Beispiel lange Zeit dieses Modell mit 700 Millilitern unten im Griff. Und wenn wir jetzt das mal wiegen, dann seht ihr, wiegt das Ganze jetzt nur, ich kann es gar nicht erkennen, 68 Gramm. Und mittlerweile reichen mir eigentlich diese knapp 400 Milliliter, um meine gefriergetrockneten Mahlzeiten hier wirklich zuzubereiten. Und da legen wir, wie ihr seht, bei 34 Gramm beides ohne Deckel. Die sind mir natürlich auch nie kaputt gegangen. Das ist auch bei Titangeschirr eigentlich so üblich. Die halten wirklich sehr, sehr lange. Aber ja, wenn man sie denn bekommt, sie gibt es auf Amazon zum Beispiel, in einigen Outdoor-Läden, dann auch die wirklich nischig sind, findet man sie. Aber wenn ihr noch kein Titangeschirr habt und vielleicht ein bisschen Gewicht einsparen wollt, dann kann ich euch Evernue auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es dann vielleicht mal 1 Euro oder mehr kostet, egal ob mit oder ohne Henkel oder mit Deckel. Da gibt es eigentlich sehr, sehr viel Auswahl und das ist so mein Geheimtipp eigentlich, was so Töpfe angeht. Ja, und eine Marke, die eigentlich gar nicht so im Outdoor-Bereich wirklich fokussiert ist, aber dadurch Zufall jetzt irgendwie gerade in die Ultraleicht-Szene reingerutscht ist, ist Inio. Und Inio ist eine Marke für Powerbanks, Ladegeräte, Kabel, mobile Stromversorgung. Ist keine klassische Outdoor-Marke, wie schon gesagt, aber spielt dann trotzdem bei moderner Tourausrüstung für mich zumindest eine Rolle, weil man natürlich viele Geräte wie Smartphones, Kamera, Stirnlampe, Uhr oder sowas, Navigation, vor allem auch unterwegs schnell laden möchte. Und Betonung liegt auf schnell. Wir haben uns hier viele Powerbanks angeguckt. Größter Konkurrent ist wahrscheinlich Nitecore, mittlerweile auch Flextail und andere Hersteller. Aber Inio hat wirklich den ganz großen Vorteil und ich habe hier 3 Modelle, da gibt es verschiedene Größen, dass Sie egal bei welcher Größe immer deutlich schneller laden, also Geräte laden können als andere Hersteller und vor allem auch deutlich schneller selber geladen werden können. Und dabei sind sie meist auch deutlich billiger. Also gerade die kleinen 10.000er Modelle kosten dann teilweise nur 20, 25 Euro statt wie bei anderen Herstellern 60 Euro im Ultraleicht-Segment. Und da kann jeder entscheiden, welche Größe braucht er. Die Geschwindigkeit steigt dann natürlich auch. Gerade bei meiner präferierten Variante, die hat 25.000 mAh Kapazität, kann mit 100 Watt geladen werden und Geräte mit bis zu 65 Watt laden. Genau andersrum, sie wird mit bis zu 65 geladen und kann andere Geräte mit 100 Watt sogar laden. Und hat man dann eben ein Netzteil dabei, was 65 Watt kann, da kann ich euch sagen, habe ich da jetzt auf meiner 30-Tage-Tour sehr oft Gebrauch von gemacht, weil sie dann wirklich in 2 Stunden vielleicht, also ich habe es meistens vorm Duschen, wenn ich am Campingplatz ankam, dran geschlossen und danach war es schon wieder brauchbar, weil natürlich die erste Ladung bis 80% Kapazität da besonders schnell geht, hat auch Pass-Through, das heißt man kann gleichzeitig an einer Steckdose verschiedene Geräte laden, wenn man sie direkt hier anschließt und ja, auch da die ganze Ladekontrolle, die funktioniert hier auch nahtlos, sie ist, finde ich, ausreichend robust, vielleicht nicht so wasserdicht und kälteresistent wie spezielle Outdoor-Modelle, aber ja, so für mich der beste Kompromiss wirklich aus Kapazität, Geschwindigkeit und Preis. Ja, und eine Marke, die trage ich schon ganz lange, habe sie aber erst neulich, jetzt vor ein paar Monaten, wirklich nochmal neu kennengelernt und wirklich zu schätzen gewusst. Und das ist Odlo. Und Odlo wurde schon 1946 in Norwegen von Odd Raw Loftrod gegründet. Und die Marke kommt stark aus dem Bereich Wintersport, Funktionswäsche, Baselayer und es wird vor allem für technische Sport- und Outdoor-Kleidung bekannt. Ich würde sagen, relativ Mainstream, auch das findet man sehr häufig auch in normalen Outdoor-Geschäften, aber
Das mit gutem Grund, denn es geht da auch ziemlich nischig rein und wir haben sehr viel Spezialausrüstung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal darüber geredet habe, aber das ist meine Funktions-Boxershorts-Unterwäsche, die ich, glaube ich, jetzt seit 5 Jahren auf jeder Tour trage. Das ist die Odlo Active Cubic Light und ich habe viele Hosen am Anfang getestet und die war für mich einfach ja, der beste Kompromiss aus Gewicht, wirklich natürlich auch das Gefühl am Körper, ich laufe mir da kein Wolf und natürlich auch Geruchshemd, was auch auf solchen Touren wichtig ist. Ich habe auch eine Menge Base Layer, das ist so ein leichtes Wintermodell, die ziehe ich auch ganz gerne an, aber weswegen ich die Marke jetzt wirklich zu schätzen weiß, ist nochmal das Thema Regenjacken. Ich habe schon gesagt, diese Phantom-Jacke von Wrap, die wird gar nicht mehr produziert. Das neue Modell ist ein bisschen schwerer. Und ich habe nach einer Jacke gesucht, die vielleicht nicht nur eine pure Regenjacke ist, sondern gleichzeitig natürlich auch Windjacke und geschickt auch ein bisschen Isolation mit dabei bringt. Und die Jacke, die ich euch letztens hier im Kleidungsvideo gezeigt habe ich gerade nicht hier, weil ich sie jemandem ausgeliehen habe, der sie auch testen möchte. Aber das ist für mich so ein guter Kompromiss aus Regen- und Isolationsjacke, weil da wirklich ein Alpha direkt ähnlicher Stoff an den richtigen Stellen in der Jacke verbaut worden ist. Ich verlinke es natürlich auch mal unten. Und zeitgleich gibt es das natürlich auch ohne diese Isolation, also eine pure Regen- und Windjacke. Sebastian zum Beispiel ist mit dieser Odlo-Jacke auf Tour und die ist wirklich, ich meine, ungefähr 140 Gramm schwer und auch eine Regenjacke, die mit Rucksäcken auf jeden Fall klarkommt, was auch immer wichtig ist. Die muss halt eine gewisse Robustheit haben, was vielleicht diese Phantom Jacket bei Wrap nicht unbedingt hat. Und ich würde jetzt sagen, wenn man die alte Jacke nicht mehr kriegt, ist für mich die pure Odlo Regenjacke aktuell die beste Regenjacke, die man fürs Trekking kaufen kann, wenn man sich denn ja eine Regenjacke statt einem Poncho für seine Tour wünscht. Und wer dann wirklich für Sommertouren nicht sicher ist, soll ich noch meine Puffjacke mitnehmen oder nicht, aber auf jeden Fall eine Regenjacke mitnimmt, der könnte auch einfach diese Hybridjacke mitnehmen, weil die dann wirklich sehr, sehr flexible Touren ermöglicht. Und eine Marke, von der ich aktuell selber gar nicht so viel mehr in der Packliste dabei habe, aber viel in der Vergangenheit getragen habe, aber die meiner Meinung nach nicht auf dieser Liste fehlen darf, ist C2 Summit. Und C2 Summit hat seine Ursprünge in Perth in Westaustralien. Und die Marke entwickelt leichte Outdoor- und Reiseausrüstung, ist unter anderem für Schlafsysteme, Packsäcken, Matten, Kissen, Kochzubehör und Reiseprodukte bekannt. Und C2 Summit ist für mich eine Marke, die haben irgendwie überall ihre Finger im Spiel und überall ziemlich gut. Ich kam zum ersten Mal wirklich da mit den Kissen in Kontakt. Die sind auch ja jetzt immer noch, finde ich, eine der besten Varianten, wenn man eben ein leichtes Luftkissen sucht. Da gibt es noch Modelle, die sind ultraleicht, 40 Gramm, 50 Gramm, dann ein bisschen dicker noch mit einem kleinen Aufsatz drauf, 80 Gramm. Und die funktionieren auf jeden Fall auch in unterschiedlichen Größen. C2 Summit macht viele kleinere Produkte, wie diese Becher zum Beispiel, das auch ziemlich gut. Den habe ich oft im Einsatz, wenn ich unterwegs beim Kochen vielleicht noch einen Tee oder sowas trinken möchte. Viele verwenden auch den C2 Summit Spark, einen der besten Down-Schlafsäcke, die man kaufen kann. C2 Summit macht auch verdammt gute Isomatten und ist ein großer Konkurrent jetzt auch zu Thermarest geworden, hat auch da ziemlich gute Matten mit einem ja, mittleren Budget für um die 100, 120 Euro. Auch Matten, die mehr Komfort haben und ja, ich weiß gar nicht, wo die Liste aufhört. Zum Beispiel mein Poncho, den habe ich ja ganz vergessen, 150 Gramm, den hatte ich auch auf meinen ersten Touren auf dem Kungsläden dabei. Der hat mich auch nie enttäuscht. Bis heute eigentlich auch der Poncho, der fürs Ultralight-Tracking ja noch am leichtesten ist und trotzdem nicht so viel kostet. Ich meine 70, 80 Euro. Deswegen gibt es bei C2 Summit eigentlich fast kein Produkt, wo ich sagen würde, das ist kompletter Quatsch. Es ist alles immer hochwertig. Mir ist da nie was kaputt gegangen und das finde ich zu Recht wirklich heutzutage eine Marke, die in jedem Outdoor-Geschäft vertreten ist und wo ich guten Gewissens immer Empfehlungen aussprechen kann. Und eine Marke, die aus dem klassischen Trekking kommt, aber zuletzt sich auch wirklich einen Namen in der Ultraleicht-Szene gemacht hat und da wirklich mit einem kleinen Sortiment einzigartige Produkte rausbringt, ist Nordisk. Und Nordisk hat dänische Wurzeln und geht auf die schon 1901 in Kopenhagen gegründete Nordisk Fjerfabrik zurück. Und ursprünglich spielte da das Thema Down und Federn eine große Rolle und heute steht Nordisk vor allem für Zelte, Schlafsäcke, Isolationsprodukte und wirklich skandinavisch geprägte Outdoor-Ausrüstung. Und ich habe 2 Produkte da im Einsatz. Ich habe nämlich nach einem Hering gesucht, der bei meinem Zelt wirklich die Apside vorne sturmsicher abspannen kann. Und beim restlichen Zelt habe ich kleine und bin dann bei diesen Nordisk V-Pack Heringen hängen geblieben. Die kommen im Zweierpack, kosten noch über 10 Euro, aber der Hering ist für mich eigentlich perfekt. Für 17 Gramm habe ich da wirklich was ganz, ganz Robustes. Benutze ihn, wie gesagt, auch schon manchmal als Schaufel, weil er eben ja durch die Form auch dafür geeignet ist. Aber ich habe auch diese Isomatte im Einsatz, die Nordisk Fen, die leider gerade auch nicht mehr produziert wird, was ich schade finde. Sie 2,5, das heißt, wir haben eine Dicke hier von 2,5 und wie ihr seht, ist es keine reine Luftmatte, sondern eine Mischung aus Luft und Schaum.
Und ich benutze die für Sommertouren, weil mit einem R-Wert von 2,5 ist das so bis 5 Grad, nutze ich die eigentlich noch geeignet, nur auf Torsolänge. Und die wiegt nur 280 Gramm. Damit so ziemlich die leichteste Isomatte, die ich gerade im Einsatz habe. Und trotzdem ist die auch als Seitenschläfer bequem. Und ich nutze die gerade in Kombination mit den Biwaksäcken, weil da zählt wirklich jeder Zentimeter Platz, um Kopffreiheit zu haben. Und da man nur 2,5 Zentimeter Dicke hat, ja, hat man da natürlich objektiv mehr Platz wirklich im Biwaksack. Und vielleicht für alle, die auch das Bikepacking betreiben, gibt es das Nordisk Lofoten mit 700, 800 Euro, ein sehr teures Zelt, aber es ist super kompakt und super leicht und ja, zum Beispiel Fritz Meinecke hat es im Einsatz oder Bastian Brutzer ist auch bei uns im Podcast jetzt zu Gast gewesen. Wenn ihr möchtet, morgen kommt die Folge auf unserem Zweitkanal Zeltgespräche online. Das ist so das Bikepacking-Zelt gerade, weil es so ein bisschen der Kompromiss aus allem ist von Gewicht, Packmaß und eine Doppelwand. Und deswegen finde ich, sollte man Nordisk auf dem Schirm haben. Freue mich auch immer da, neue Produkte zu sehen und hoffe, ja, dass vielleicht nochmal so eine innovative Isomatte wie die auf den Markt kommt, mit der ich jetzt auch auf meiner nächsten Tour in den Start gehen werde. Ja, bei der letzten und 10. Marke habe ich lange überlegt, ob ich sie hier in die Liste einfügen soll, aber ich finde jetzt gerade mit den neuesten Neuerungen hat sie es echt langsam verdient. Und das ist Decathlon. Decathlon wurde 1976 in Frankreich gegründet, mit der Idee wirklich viele Sportarten unter einem Dach zugänglich zu machen und das auch vor allem günstig. Im Outdoor-Bereich arbeitet Decathlon mit den ganzen Eigenmarken wie Forclaz oder Simonton zum Beispiel zusammen, die Trekking-, Wander- und Bergsport-Ausrüstung anbieten. Ja, und ihr habt jetzt vielleicht vor 2 Videos bei der neuen Decathlon-Packliste, die ich erstellt habe, gesehen, wie high-end das Ganze mittlerweile geht. Und ich finde da auch gerade bei den teuren Produkten, die sich jetzt gar nicht mehr so günstig anfühlen, aber die haben noch eine sehr, sehr gute Qualität. Und das braucht Decathlon natürlich, weil Decathlon riesig ist und die müssen dann Produkte schaffen, die für die Masse tauglich sind, deswegen eine gute Qualität haben und gleichzeitig haben die auch eine sehr kulante Garantie und eben das Angebot, ja, kleinste Teile nachzukaufen, wenn was kaputt ist, wenn mal was verloren gegangen ist, was auch nicht selbstverständlich ist und auch vor allem die Möglichkeit, Secondhand-Sachen zu kaufen, zu verkaufen, Dinge zu reparieren. Sowas finde ich natürlich alles klasse. Und wenn wir uns die neueste Linie angucken, ich will nicht alle Produkte im Detail durchgehen, aber zum Beispiel war ich zuletzt von dieser Windjacke einfach so begeistert, die so leicht ist und so günstig ist. Wir haben dieses absolute High-End Dyneema-Zelt, also auch der erste große Hersteller, der sich dann an dieses Material mal wirklich rantraut. Auch Kleinigkeiten wie so ein kleiner Löffel, der sich fürs Ultraleicht-Trekking eignet und nur 2 Euro kostet, sind da hervorzuheben. Wir haben das neue Regenjackensortiment für alle, die jetzt nicht diese High-End-Jacken wollen, sondern einfach was funktioniert, ein bisschen schwerer ist, vielleicht ein bisschen einfacher vom Material ist, aber da kosten die dann teilweise nur 10 Euro. Und zum Beispiel freue ich mich jetzt bei meinen Sommertouren auch darauf, diese 1 Liter Filterflasche zu verwenden, die gleichzeitig als Softflask dann dient. Ich werde sie vorne im Schultergurt lagern und dann habe ich im Prinzip die Möglichkeit, zur Not 4 Liter Wasser zu transportieren und habe einen integrierten Filter da drin, was ich auch sehr, sehr gut finde und im Zweifel kann ich dann auch hier einzelne Dinge wirklich neu kaufen. Deswegen, ja, bei Decathlon ist nicht alles wirklich super. Ich finde es bei Kleidung, wie gesagt, habe ich früher immer die Empfehlung gegeben, Einsteigerkleidung, die Fließprodukte sind super. Mittlerweile auch diese High-End-Geschichten von Simont und natürlich das Thema Schuhe darf ich auch nicht vergessen, denn da findet man gerade für Leute, die sehr viel wandern, lange Touren machen, auch mal günstig Schuhe, wo man nicht wirklich ein paar Mal im Jahr 150, 200 Euro ausgeben muss, sondern da auch vernünftige Schuhe wirklich für 50 bis 80 Euro findet. Ja, das würde ich sagen, sind so meine 10 Lieblingsmarken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, gibt es irgendwelche Marken, wo ihr sagt, die habe ich vielleicht vergessen oder die würdet ihr höher priorisieren und was sind eure Lieblingsmarken generell, vielleicht speziell beim Ultraleicht-Trekking oder beim Trekking generell? Kommentiert es gerne mal unten und hat euch das Video gefallen und weiterhelfen können, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.